Weihnachten 1995 lag das hier nicht unter meinem Weihnachtsbaum. Schade, schade, schade. Aber jetzt, 30 Jahre später, gehört Stone Keep endlich mir. Und wisst ihr was? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Natürlich schauen wir uns nachher auch noch in Ruhe die Packung an, schauen, was ist drin, was ist dran, was war alles dabei bei Stone Keep in der großen, dicken Euro-Box. Und natürlich schauen wir auch wieder in eine PC Games rein. In diesem Fall ist es die Ausgabe 1 1996, da ist es Spiel des Monats gewesen, Stone Keep. Und vielleicht auch noch ein Blick in die PC Player, weil ich die eben auch gelesen habe und die waren ja immer etwas kritischer und ich glaube, da könnte man ganz gut vergleichen. Aber jetzt wird erstmal gezockt. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt. Ich bin wirklich echt gespannt. Ich habe es seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich habe es auch nicht vorher gespielt. Ich habe geguckt, läuft's? Und dann habe ich abgeschaltet, dachte, das gucken wir uns gemeinsam an. Ich habe damals nur die Demo gespielt. Und zwar eigentlich gar nicht weit, nur ein Stückchen. Ich habe bei der Demo wirklich immer nur das Intro angeschaut, weil das Intro fand ich so wahnsinnig irre, genial und so beeindruckend, dass ich das immer wieder angeschaut habe und zum Spielen kam ich eigentlich nie so richtig. Naja, wir werden es gemeinsam sehen. Wir gucken kurz in die Einstellungen, die habe ich schon vorher gemacht. Das ist so typisch MS-DOS. Hier seht ihr, ne, das Sound habe ich schon eingestellt auf Sound Blaster 16 mit 220.7.1 und ich habe Roland GS eingestellt. Das klingt natürlich super klasse und ja, Film, Vollbild, hohe Auflösung, was man eben damals unter hoher Auflösung verstand und dann geht es auch direkt los und wir starten Stone Keep Version 1.2. Das Interplay-Intro, oh mein Gott. Heute würde ich sagen, es ist langweilig und langatmig. Damals fand ich es einfach nur wow. Wenn man mal so weit war, dass ein Spiel ja auch wirklich lief und es gestartet hatte, war ja manchmal nicht so selbstverständlich. Und dann kam das Intro und das Logo und man war einfach schon mittendrin. Und jetzt geht's los. Jetzt halte ich die Klappe. Danke, meine Dame. Darf ich dir einen anbieten? Den hier vielleicht? Oder vielleicht diesen hier? Danke. Ich glaube, sie liebt mich. Oh, schrecklicher Drache, ich vernichte dich im Namen Elisabeths, dem Feenmädchen. Runter, Wolf, runter! Hä? Nein! Nein! Wolf! Zehn Jahre später.
bin Thera, Göttin der Erde. Bereite dich vor. Deine Reise beginnt. Steige hinab zur vergessenen Stadt Stonekeep und finde die 9 Behältnisse. Um dich vor der Magie des dunklen Reiches zu beschützen, muss sich deine Seele von den Fesseln deines Körpers befreien. Erreiche dein Ziel, so werden Stonekeep und ich frei sein. Versagst du, bist du für immer an die Mächte der Dunkelheit verloren. Für immer. Da kommen mir gerade die Tränen. Alter, ist das... Wow, ist das Wahnsinn. Ich habe das Ding so oft angeschaut. Ich fand diese Effekte so genial. Und oh Mann, wie krass, wie krass, wie krass. So, neues Spiel. Ja. Nimm diese Artefakte, um deine Suche zu erleichtern. Der mystische Spiegel des Afre wird deine Sehkraft stärken und Aquilas Schriftrolle wird aufbewahren, was auch immer du findest. Genau, wir haben dann hier die Schriftrolle. Genau, das war das Inventar. Und der Spiegel ist unser... Und wir können es auch irgendwie über... Genau, Tastatur. Es gibt auch ein Journal, das habe ich noch nicht. Mirror, M ist Mirror, das ist der Spiegel. Okay, also und wir können... WASD sogar. Haha, sehr schön. Genau, mit rechter Maustaste nimmt man es direkt. Und mit linker Maustaste kann er... Genau, nimmt das in die Hand. Genau. Und mit rechts nimmt das direkt. Was ist das? Naja, Müll. Hüte dich vor Kulkums Schergen. Bewaffne dich rasch. Finde die Treppe, die nach unten führt. Oh oh. Da ist eine Ameise. Boah, ist das krass. Kann ich der ausweichen? Okay. Es gibt irgendwo eine Wachstube, das weiß ich noch aus der Demo. Ja, genau, da können wir nämlich Zeug nehmen. Aha. Sehr schön. Noch was? Nee. Schriftrolle. Dolch. Geben wir mit die Hand. Müll. Immer noch... Ja, sag mal. Okay. Okay, das war's. Müll. Genau, jetzt haben wir nämlich eine Waffe und dann nimmt er die auch. Sehr schön. Das war doch irgendwo diese Ameise, oder? Also ich bin schon, wow, Leute, ich bin schon total drin und total geflasht von diesem alten Dungeon Crawler Feeling.
Boah, und dann die Musik, ne? Das ist ja treibend. Stein nehmen wir mit. Ich denke, wir können auch Steine vielleicht später mal werfen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Okay, also so, gespeichert, wunderbar. Und es gab, pass auf, jetzt ist da dieser Hebel. Da erinnere ich mich. Das haben wir damals auf dem Schulhof nämlich ausgetauscht. So, hoch, runter, hoch, dann rum. Dann ging es 2 links, nochmal 2 links. So, jetzt gab es doch, genau, Geheimfach. Ich muss den doch ziehen können. Komm, lass mich doch den Hebel ziehen. Da, guckt euch das an. Ja! Das war's. Das war nämlich eine super Waffe. Kann ich irgendwo Stats anschauen eigentlich? Machen wir weiter, ist jetzt egal. Jedenfalls, das war schon mal richtig klasse, dass ich das noch wusste. Das ist mir nämlich eingefallen, wir haben das damals besprochen auf dem Schulhof, so war es ja, man hat sich ausgetauscht. Man hat es auch irgendwo vielleicht mal in der PC Games gelesen, da kommt man nämlich eine richtig tolle Waffe abstauben. So, wir speichern noch einmal und dann geht's runter die Treppe und ein Stück weiter. Verlorener, ist das alles, was du zu bieten hast? Dieser Sterbliche ist meine Zeit nicht wert. Kohlkron, freu dich nicht zu früh. Mein Retter wird dich besiegen. Deine Gefangenschaft ist nur der Anfang. Du bist mir einmal entflohen, du sollst mir nicht nochmal entkommen. Jetzt habe ich dich und werde auch den Rest noch finden. Zurück in deine Zelle! Es ist töricht, ihm zu vertrauen, Terra. Ich werde dir beweisen, dass du nicht an deine läppischen Sterblichen glauben solltest. Fort mit dir! Sterblicher, begreif, dass deine Seele in meinen Händen liegt. Die Gezeiten des Schicksals werden dich nicht retten. Wisse, dass wir uns wieder treffen werden. Bis dahin, gib acht, denn mein Zorn ist mächtig. Okay, netter Kerl. Und ich höre schon wieder irgendwas Viechiges. Es scheint mir vor allem aus einer Richtung zu kommen. Ja, oh oh. Okay. Die will gar nichts von mir. Okay. Cool. Der Dolch haut mal richtig rein. Meine Güte. Okay. Sehr cool. Oh oh. Ja, da fehlt mir wohl der Schlüssel. Weil das Ding hat ja ein Automapping, aber... Dieser Sack wird meine Wurfsteine recht gut tragen. Aha, sehr schön. Wir finden es schon noch raus. Also ihr seht, das ist wieder mal typisch hier, ne? Damals war eben noch nichts mit automatischen Erklärungen. Ganz schön viele davon.
Oh. Hat der grad... Alter! Okay. Krasser Scheiß. Ey, Säbel? Kann ich den jetzt... Kann ich eigentlich grundsätzlich 2 Waffen nehmen? Das ist ja witzig. Okay. Ah. Da ist ja gar nichts drin. Na toll. Toll. Jetzt habe ich durch Zufall ein Geheimfach entdeckt und... ja. So langsam wird's... Ui. Das ist mein Zuhause! Monster, du weg da! Es redet! Ah! Ach du Scheiße! Jetzt hat er mich umgehauen! Okay. Krass. Okay, also Leute, wir springen ganz kurz. Wir sehen uns gleich wieder, weil nochmal spielen mit euch, das möchte ich euch nicht antun. Wir sehen uns gleich. So, wir sind ein Stückchen weitergekommen. Ich habe zwar das Journal immer noch nicht gefunden, aber ich bin an eine Treppe gekommen, an der ziemlich ähnlichen Stelle, wo ich gestorben bin und bin jetzt da hoch und da plätschert's und jetzt gucken wir da mal rein. Ah, okay, was ist das? What? Okay, das klingt doch aber nach Heilung. Dann speichern wir mal, würde ich sagen. Aber das Journal habe ich noch immer nicht gefunden. Es gibt doch irgendwo, gab es doch ein Journal und damit konnte man dann... Oh oh. Na toll. Hat der vielleicht einen Schlüssel? Dann gehen wir doch mal da lang, wo ich gerade eben schon war. Also das gehört einfach dazu. Es ist eben ein altes Dungeon Crawler Rollenspiel. Kommen die nicht? Nee, durch die Fenster kommen sie nicht durch. Kann ich was nach denen werfen? Schade. Das ist ja, vor allem diese Steinanimation ist ja... Ja, okay, ich hatte jetzt immerhin Lebensenergie. Ich speichere jetzt trotzdem mal ab. Das macht mich nervös. Das bin ich nämlich Mitte. Erster heißt Anfang. Wir speichern auf Mitte. Also ich bin tatsächlich zu alt für den Scheiß, merke ich gerade. Es ist doch herausfordernder, als ich dachte. Das sind ja wieder diese 4 Zellen. So, jetzt pass auf. Jetzt speichern und ich will das schaffen, dass ich den Typ da umhau und dann gucken, was der hat. Ah, das ist mein Zuhause! Monster, du weg da! So. Was? Ja! Das ist es. Da ist mein Buch. Genau das wollte ich haben. Hier, guckt. Guckt. Da kann man nämlich seine Stati. Wir haben Notizen. Wir haben die Runen. Damit können wir dann später kämpfen. Wir haben Dinge. Und, da sind auch die Erklärungen. Wie schön. Na toll, da kann man auch selber dann bearbeiten. Und wir haben eine Karte. Und man kann auch Notizen machen. Das ist doch super. Jetzt macht das Ganze Sinn. Jetzt macht das Ganze Spaß. Wir speichern nochmal. Also ihr merkt, es braucht ein bisschen Zeit, um da reinzukommen.
Es ist eben kein Spiel mehr, das sich einfach mal so schnell spielen lässt. Nein, das ist ein alter Dungeon Crawler. Das finde ich übrigens ein bisschen seltsam. Wo ist meine, bis wohin geht meine Waffe? Das ändert sich wahrscheinlich auch mit der Reichweite und mit der Größe der Waffen. Was war das? Ich bin aufgestiegen. Und irgendwie haben wir leichte Darstellungsprobleme. Ach, sei es drum. So, Karte. Eingang nach Stonekeep. Ah, das ist die zweite Seite. Sehr schön. Ah, schaut euch das an. Da sind wir runtergekommen. Hier war die Treppe. Hier sind wir entlang. Da waren die Räume. Ah, jetzt macht das Sinn. Sehr schön. Oder Taste 6. Sehr gut. Ah, so macht das natürlich Sinn. Sehr schön. Ja. Also, da geht's nicht weiter. Nee. Das bringt mir ja nicht viel. Also, ihr seht, ein 30 Jahre alter Spieler wagt sich an ein altes Spiel und was passiert? Nichts passiert. Wo komme ich denn weiter? Autsch. Das war vielleicht mal mein Raum. Ah, sehr cool. Ach ja. Oh! Autsch. Noch eine Ameise. Komm, 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 komm. Ah, da kommen die ganze Zeit raus. Da ist ein Schlüssel, da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Ah, Schande, 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 Schande. Blöde Viecher. Nix sie weg hier. So, ich bin noch mal zu diesem Raum von dem Typen zurück. Und hier scheinen wir tatsächlich ins Innere zu kommen. Oh oh. Jungs! Jungs, mach keinen Scheiß! Boah, Gott sei Dank habe ich diesen Dolch hier. Wow. Nochmal. Das ist toll, wenn die alle auf einmal kommen. Ja. Ich höre schon wieder Schritte. Da ist wieder ein Schlüsselloch. Aha. Speichern. Kann ich?
Kann ich was nach denen werfen? Ich habe doch Steine, oder? Wow! Oh, ziemlich Leben verloren jetzt bei der ganzen Geschichte. Hab ich den Heiltrank? Ich habe doch so einen Heiltrank, oder? Kann ich den benutzen? Na, immerhin. Das ist faszinierend. Sie sieht jener magischen Kugel ähnlich, die Kulkum benutzte, um Thera zu fangen. Ich frage mich, ob nicht noch ein anderer der verlorenen Götter hier drin gefangen ist. Ich sollte die Kugel untersuchen. Krass. Was sagt denn mein Journal? Notizen, Tipps. Dinge, da wollte ich mal gucken. Ein gesunder Trank, ein Stück Pergament. Lederhosen. Ah, Frisskugel. Hier, da, pass auf, das da. Aha. Frisskugel, okay. Interessant. Da ist außerdem ein Schlüssel. Also so langsam, Freunde, wird's echt spannender, interessanter, dichter. Ich bin sehr, sehr angetan von diesem alten halt. Pass mal auf, wo wir sind doch hier durch. Wir gehen erst noch den anderen, gehen erst noch den anderen Weg hier. Kann ich ja eigentlich noch was essen? Das hier? Das waren mal Bierfässer. Okay. Betrunkener, was auch immer. Was ist das denn? Bierlager. Okay, Bierlager, wie schön. Es wäre natürlich angenehm, wenn man die Schlösser, zu deren Schlüssel man sie hat, die man schon hat, die automatisch öffnen kann, aber das war die Waffenkammer. Ich sollte alles ergattern, was ich kriegen kann. absolut. Ah! Lass mich raten, da ist wieder... Ah!
Ich hatte doch noch einen Schlüssel, den da. Aha! Oh, cool. Ja, sehr schön. Also Leute, das ist ein richtiges Rollenspiel. Das ist ein Hardcore-Oldschool-Rollenspiel. Ich bin begeistert. Also mal abgesehen von den ersten 10, 15, 20 Minuten, wo ich wirklich planlos war, weil ich einfach noch nicht wusste, wie der Hase läuft. Jetzt macht das richtig Laune, aber man muss natürlich auch sehen, ist nicht einfach. Was ist? Wo gehst du hin? Feigling! Genau. Ja, sehr schön. Was war das? Ich muss mal kurz speichern. Ich bin jetzt zu Tode erschrocken. Ah, da ist eine Falle. Guck da an der Seite die Löcher. Ah, Mann. Das habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber jetzt weiß ich's. Da genauso, oder? Nee. Das ist ja interessant, okay. Aha. Es ist ein bisschen random, oder? Oh, oh, es geht tiefer. Okay. Sei gegrüßt. Ich bin der große Wahuka. Oder, wenn du möchtest, Wahuka der Große. Sei gegrüßt. Ich bin der König aller Kobolde und Feen. Du darfst mir huldigen. Hallo, Wahuka. Ich habe nie zuvor etwas wie dich gesehen. Was bist du? Narr, ich bin Wahuka der Große. Sieh her und staune. Schau mir zu. Ja, mach ich ja. Wie hast du das gemacht? Ah, du weißt nichts, aber ich bring's dir bei. Komm mit einer kostbaren Gabe hierher zurück und ich teile etwas von meinem unendlichen Wissen mit dir. Krass, ey, jetzt wird's immer dichter. Freunde, wir spielen noch einen kleinen Moment weiter und dann machen wir ein erstes Fazit, weil durchspielen können wir das Spiel auf jeden Fall nicht. Was ist das denn? Glibber. Zack! Knopf gedrückt, ins Gras gebissen. So, das Ding ist schwer. Das Ding ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Also für einen ersten Blick würde ich sagen, reicht das mal und wir sehen uns gleich wieder. Also das war ja mal wieder ein Blick zurück. Oh mein Gott, Stone Keep, das ist wirklich 30 Jahre her. Es war ewig angekündigt, immer wieder in der PC Games. Ich habe immer wieder die Hefte studiert und die Screenshots angeschaut und mich auf dieses Spiel gefreut. Dann kam irgendwann diese Demo und diese Demo, die habe ich wirklich
immer und immer wieder angeschaut. Dieses Intro hat mich damals so fasziniert. Ich fand es so krass, auch wie dieser eine Typ da, dieser Holzhacker, wie der wegrennt und dann von hinten so aufgelöst wird. Das war wow. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach wahnsinnig beeindruckend. Und dann diese Grafik der Dungeons, das war schon ganz cool. Diese digitalisierten Monster war auch ganz cool. Aber interessanterweise habe ich es damals nie weitergespielt, als die Demo hergab. Es hat mich nicht so gepackt. Und jetzt war es natürlich ein unglaublicher Blick zurück, wirklich wie in eine alte, längst vergangene Zeit der Dungeon Crawler. Es ist ganz gut zu spielen, tatsächlich. Es bedient sich ganz gut. Es macht Spaß. Also die ersten Spielzüge waren jetzt spaßig. Und wir haben ja jetzt auch wirklich erst das erste Level ein bisschen angekratzt. Die Grafik war jetzt sehr gleichförmig, die werden später dann noch ein bisschen anders. Das Problem ist, und das merkt man natürlich gleich, das Spiel gibt einem überhaupt keine Hinweise, wo ist was. Also das ist wirklich althergebrachte Schule. Da haben die Spieler einfach noch gedacht, okay, du bist dran Zug. Man musste sich in der Karte wirklich Notizen machen. Zum Beispiel gab es diesen Lebensbrunnen, den hätte ich mir gleich aufschreiben müssen, weil den wiederzufinden ist essentiell, denn die gibt es nur alle paar Level und dann muss man einfach wieder zurück, weil man kriegt seine Lebensenergie nicht voll. Auch die Schlüssel, welchen brauche ich wo, ist nicht wirklich deutlich gemacht, welcher es war. Also es gibt da wenig Spielhilfen. Und das ist natürlich zum einen Herausforderung, zum anderen aber auch etwas, was einem wirklich dann den Spaß auch heutzutage echt vermiesen kann, weil ob man sich das nochmal antun möchte, das muss jeder selber entscheiden. Ich bin überhaupt kein Freund von Backtracking, das heißt, wieder in einen alten Level zurücklaufen, nur um einen gefundenen Schlüssel nochmal einzusetzen, das ist so gar nicht meins und das gibt es, glaube ich, in Stone Keep zuhauf. Wir haben jetzt aber wirklich nur die Oberfläche angekratzt. Wir haben noch keine weiteren Partner dazu bekommen. Die kriegt man erst später. Wir haben diesen Typ da gesehen. Da kriegt man dann diesen Runenstab. Mit dem Runenstab kann man auch Magie ausführen. Also ihr seht, auch am Anfang dieses Journal, ich musste mir dieses Buch erst erarbeiten. Also die ersten Spielspaß erleichternden Dinge haben sie auch noch versteckt in den ersten Levels. Man muss also erst eine Weile spielen, um überhaupt dahin zu kommen. Und ohne diesen Dolch, den man gleich an der Anfangsstelle finden kann, wäre es deutlich schwieriger gewesen, was die Kämpfe angeht. Die sind auch nicht wirklich eingängig. Man klickt irgendwie hin, dann weicht man zurück. Das Trefferfeedback ist so lala. Also ja, ist irgendwie cool, aber irgendwie auch echt tricky, ja, muss man sagen, tricky. Wir kommen gleich noch zum Fazit. Wir gucken jetzt erst noch in die Packung rein, weil die ist wirklich grandios. Ich habe ja diese alte Packung von Stone Keep mir zugelegt. Das ist wirklich ein Schätzchen. Guckt mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber man sieht's in der Kamera, sieht man es ein bisschen. Ja, schaut mal. So gegen die Scheinwerfer. Das ist ein Hologramm. Also das Ding hat richtig Tiefe. Und dann sieht man hier auch, ne, gleich hier, PC Games Award. Stone Keep ist das schönste Geschenk, dass ich ein Rollenspiel zum Weihnachtsstress machen kann, zum Weihnachtsfest Weihnachtsstress machen kann. Also, das ist klasse. Dann ist hier eine Demo drin von Frankenstein Through the Eyes of the Monster und hier oben auch nochmal Inhalt. Spiel in englischer Fassung, deutsches Handbuch und Anleitung, deutsches Update. Info in der Packung, kostenlos erhältlich. Das ist doch mal cool, ne? Wir erinnern uns an Rebel Assault, an die Joysoft, sind was Joysoft? Jedenfalls diese Spiele Rebel Assault und ich meine auch Sam & Max war es, wo man dann ein gratis Sprachupdate bekommen kann von Englisch auf Deutsch. Hier ist es gratis zu bekommen. Quatsch, gratis. Bei Rebel Assault war es nicht gratis, da hat es was gekostet. Hier ist es gratis. Ich bin ganz durcheinander. Also ja, der Wahnsinn hier. Echt Interplay. CD-ROM-Packung. Wir gucken mal rein, pass mal auf, das ist nämlich dann hier, ne? Hier, wir haben hinten natürlich ein paar Screenshots und dann haben wir da etliche Sachen innen drin. Also da ist richtig was geboten. Wir haben ja die Packung, die hat so einen schönen Rücken, wo das Zeug dann drin liegt. Dann haben wir hier das Handbuch. Handbuch natürlich mit allem drum und dran, schön gestaltet, noch ein richtiges Handbuch mit den Infos, die man ebenso haben muss.
Es gibt kein Tutorial-Level, es gibt einfach ein Handbuch, wo man nachlesen kann und es ist wirklich schön gemacht. Dann haben wir natürlich hier die Demo-CD von Frankenstein Through the Eyes of the Monster. Wir haben unsere CD von Stonekeep, da ist die CD-ROM von Stonekeep mit Datenträger natürlich, wie sich das gehört. Dann haben wir hier die ganzen Karten, hoppala, da fällt schon raus, wo man dann Aktion Stonekeep, mein System, bitte vollständig ausfüllen. Ich habe Stonekeep gekauft, mein Lieblingsspiel. Also da kann man dann noch irgendwie scheinbar an einem Gewinnspiel teilnehmen, ein paar Karten, Zusatzinfos und, was man eben so hat und braucht. Und dann ganz cool, hier ein kleiner Roman. Terra Erwachen von Stonekeep, ein Stonekeep-Roman. Guckt euch das an. Das ist ein richtiges Buch, eine komplette Geschichte, die dabei liegt, die man lesen kann, mit tollen Illustrationen, ein Roman. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ich habe noch keine Zeit gehabt reinzuschauen, aber das nehme ich mir auf jeden Fall noch vor. Wow, ich weiß auch gar nicht, ob das von Anfang an in der Packung dabei war, ob das damals in jeder Edition dabei war oder ob ich hier diese irgendeine Special-Edition habe. Steht leider nicht drauf. Ob das irgendwie eine besondere Edition ist, aber jedenfalls, ja, Wahnsinn. Stonekeep, tolle Packung. In der PC Games 1 1996 war es drin. Die haben wir uns ja schon bei Rebel Assault mal angeschaut. Da steht es auch groß drauf, Rebel Assault. Und es ist gar nicht erwähnt, dass das Stonekeep hier Spiel des Monats ist. Da ist es, guckt mal. Spiel des Monats Stonekeep, der Wahnsinn. Andererseits ist es ein bisschen komisch, es hat nämlich nur 3 Seiten Testbericht und leider ist die erste Seite, sind nur Screenshots aus dem Intro. Das ist beeindruckend, aber ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen schade, dass in diesem Testbericht dann wirklich nur 3 Seiten gefüllt sind. Guckt mal, da sind noch 2 Screenshots aus den Levels. Einer ist aus einem späteren Level, da sieht man auch schön, da kommen noch weitere Gegner dazu. Also für ein Spiel des Monatstest finde ich das echt ein bisschen dürftig. Naja, schade. Es hat eine große Spielspaßwertung bekommen. Sie haben ja auch dann diesen PC Games Award vergeben für Stonekeep und alles in allem auch wirklich gut bewertet. Die PC-Player waren nicht ganz so begeistert. Die haben hier durchaus geschrieben, dass es zwar gut sei, aber Backtracking nicht wirklich angenehm, also es nimmt den Spieler wenig an der Hand, im Gegenteil, es macht es dem Spieler manchmal sogar sehr schwer, das habe ich ja auch jetzt schon gleich zu Anfang gemerkt. Und es ist grafisch tatsächlich trotz der langen Entwicklungszeit jetzt nicht der Meilenstein, den man damals erwartet hatte, zumindest meint Heinrich Lehnhardt das. Also die Fachpresse war sich nicht einig, ist Stonekeep jetzt der Meilenstein oder eben nicht, aber das ist ja normal. Die Frage ist ja für mich in diesem Review, ob es noch Spaß macht. Und ich muss sagen, ja, das ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man Stonekeep mal sehen möchte. Ihr habt jetzt gemerkt, es ist nicht wirklich einsteigerfreundlich, man muss sich so ein bisschen reinarbeiten. Dann fand ich es ganz spaßig, aber ich weiß auch, dass da noch einiges kommt. Also das durchzuspielen, ich glaube, dafür würde mir wirklich die Zeit und auch die Lust fehlen. Es spielt sich gut, es spielt sich noch flott, es ist gut zu bedienen, also auch für das Alter. Die Grafik ist okay, es ist halt eine alte Retro-Dungeon-Crawler-Grafik. Das muss man wissen. Sounddesign finde ich klasse, ist wirklich gelungen. Auch die Sprachausgabe wirklich gut, also ich glaube, da kommt auch noch einiges später dazu. Die Frage ist, will man es nochmal spielen? Ja, glaube ich, wie gesagt, wenn man Stonekeep mag und Stonekeep sehen möchte, dann kann man Stonekeep wirklich nochmal in die Hand nehmen. Wenn es einem um ein Retro-Rollenspiel geht, ich glaube, da muss man dann aufpassen. Da ist vielleicht Lands of Lore 2, was kurz danach jetzt dann erscheinen wird, also im Jahr 96 kam das, meine ich, ist Lands of Lore 2 zum Beispiel deutlich besser. Oder wenn man einfach nur Bock auf einen Dungeon Crawler hat, der richtig zeitgemäß gut spielbar ist, dann empfehle ich euch Legend of Grimrock bzw. Legend of Grimrock 2. Das sind wirklich auf Oldschool gemachte, aber moderne Dungeon Crawler, die sich wirklich lohnen, wenn ihr Bock auf dieses Genre habt. Aber Stonekeep war damals halt Stonekeep. Die Demo habe ich unendlich oft angeschaut und das Spiel immer wieder angetestet, aber nie ganz gespielt. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es gab viel zu spielen.
es gab in dieser Zeit für mich vor allem andere Spiele. Ich war rollenspieltechnisch zu der Zeit noch nicht wirklich interessiert an PC-Spiele. Zum einen war ich sehr tief im Das Schwarze Auge-Universum verhaftet. Hier habe ich die Packung mit den Spielinhalten, also ein Teil der Spielinhalte, die man so für das Pen and Paper, das Schwarze Auge, gebraucht hat. Und dementsprechend war ich, weil ich das Schwarze Auge sehr mochte, total auf Schicksalsklinge und Sternenschweif. Und ich habe mich wahnsinnig auf Schatten über Riva gefreut. Da war Stone Keep einfach nicht so mein Beuteschema. Außerdem, wenn es um Rollenspiele gab, und das habe ich wirklich aktiv gemacht, dann war für mich damals wirklich Advanced Dungeons and Dragons, die Second Edition, das, was ich wirklich gespielt habe, und zwar analog, mit Menschen an einem Tisch. Das hat viel Zeit gebraucht, das hat viel Spaß gemacht, und deshalb waren PC-Rollenspiele für mich zu der Zeit einfach nicht wirklich interessant. Stone Keep war ein beeindruckendes Intro, aber für mich eben kein beeindruckendes Spielerlebnis, was ich jetzt unbedingt gespielt haben musste. Und als ich dann zu den Rollenspielen kam, weitere Rollenspiele, neben Das Schwarze Auge, neben Sternenschweif, neben Schicksalsklinge und Konzerten, da kam dann ja vom gleichen Hersteller Interplay später Baldur's Gate raus. Was war das? 97, 98, glaube ich, kam Baldur's Gate. Und ab da war für mich sowieso alles verloren. Baldur's Gate war für mich der absolute Oberhammer. Bis heute eines der großartigsten Spiele der 90er überhaupt. Also Baldur's Gate habe ich verschlungen. Insofern hatte Stone Keep leider bei mir keine Chance. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Stone Keep, lohnt sich's noch, lohnt sich's nicht? Ich würde sagen, ja, guckt mal bei GOG, es kostet nicht viel, schnuppert rein, fühlt nochmal dieses Dungeon Crawler Feeling von damals. Stone Keep war ja wirklich ein Meilenstein und hatte große Coverseiten voll mit Testartikeln und so weiter. Also das war ja wirklich klasse. Insofern, ja, ist es der Blick auf jeden Fall nochmal, der sich lohnt. Ich würde sagen, lohnt sich. Danke fürs Zuschauen, und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir in ein altes PC Games Heft reinschauen oder ein weiteres altes Spiel in die Hand nehmen. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen, und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.